Anna und Lena sitzen in Lenas etwas unordentlichem Wohnzimmer. Kisten stehen herum. Was lernen wir heute? Anna, ich dreh durch. Gestern büffle ich. Ich stelle die Lampe neben den Schrank. Heute Morgen steht sie da und ich soll sagen, sie steht neben dem Schrank. Warum? Das fühlt sich an, als hätte die Grammatik Stimmungsschwankungen. Hey Lena, keine Panik. Das ist keine Willkür, sondern pure Logik. Es betrifft nur diese 9 speziellen Präpositionen. Erinnerst du dich? In, auf, an, unter, hinter, neben, über, zwischen, vor. Das sind unsere Wechselpräpositionen. Und wie der Name schon sagt, sie wechseln den Fall. Der Schlüssel ist ganz einfach. Denk an die Situation. Was machst du genau? Beschreibst du eine Bewegung zu einem Ziel? Dann stell dir die Frage, wohin? Du brauchst den Akkusativ. Beschreibst du eine Position oder einen Ort? Dann frag, wo? Du brauchst den Dativ. Okay, langsam. Bewegung. Wohin? Akkusativ. Position. Wo? Dativ. Klingt fast zu einfach, um wahr zu sein. Aber ob ich das im Eifer des Gefechts hinkriege? Genau deshalb machen wir das jetzt ganz praktisch. Dein Umzugschaos hier ist perfekt. Wir packen die Grammatik jetzt richtig an. Na, wenn du meinst. Zeig mir diese Wohin-Wo-Magie. Ich hoffe, sie funktioniert besser als dieser IKEA-Schraubenschlüssel. Bevor wir richtig loslegen, ein kleines Ass im Ärmel. Diese Verbpaare helfen dir oft automatisch wohin oder wo zu erkennen. Legen, Akkusativ. Liegen, Dativ. Stellen, Akkusativ. Stehen, Dativ. Sich, setzen, Akkusativ. Sitzen, Dativ. Hängen, kommt auf die Frage an, wohin? Akkusativ. Bewegung. Wo? Dativ. Position. Ich leg das Buch ins Regal. Wohin? Akkusativ. Das Buch liegt im Regal. Wo? Dativ. Ich stell die Tasse auf den Tisch. Wohin? Die Tasse steht auf dem Tisch. Wo? Dein Einsatz, Lena. Denk an ein Bild und eine Wand. Was würdest du fragen? Wohin hänge ich das Bild? Akkusativ. Ich hänge das Bild an die Wand. Perfekt. Und wenn es schon hängt? Wo hängt das Bild? Dativ. Es hängt an der Wand. Langsam schnall ich's. Super. Jetzt gehen wir die restlichen Präpositionen kurz durch. Unter. Wohin läuft die Katze? Unter das Sofa. Wo schläft sie? Unter dem Sofa. Hinter. Wohin stellst du den Karton? Hinter den Sessel. Wo steht er? Hinter dem Sessel. Neben. Wohin setzt du dich? Neben mich. Wo sitzt du? Neben mir. Über. Wohin hängst du die Lampe? Über den Tisch. Wo hängt sie? Über dem Tisch, ohne Kontakt. Zwischen. Wohin stellst du die Pflanze? Zwischen die Fenster. Wo steht sie? Zwischen den Fenstern. Vor. Wohin legst du die Matte? Vor das Bett. Wo liegt sie? Vor dem Bett. Okay, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Wohin, wo, plus das richtige Verb. Klingt wirklich logisch. Dann ran an die Möbel. Nimm mal das große Kissen da. Alles klar. Bewegung zum Sofa. Wohin? Ich lege das Kissen auf das Sofa. Genau. Und jetzt liegt es da. Also wo? Auf dem Sofa. Dativ. Ha, es funktioniert.
Jetzt die Stehlampe. Stell sie hinter den Sessel. Wohin? Akkusativ. Ich stelle sie hinter den Sessel. Wo? Dativ. Sie steht hinter dem Sessel. Ich liebe das. Letztes Beispiel das Bild. Häng es mal zwischen die Fenster. Ich hänge das Bild zwischen die Fenster. Und jetzt, es hängt zwischen den Fenstern. Wow, das macht ja echt Spaß. Situation 1. Pflanze. Wohin stellst du sie? Neben den Fernseher. Akkusativ. Klar? Wohin? Und wo steht sie jetzt? Neben dem Fernseher. Dativ. Wo? Situation 2. Schlüssel. Wohin legst du sie? Auf den Tisch. Und wo liegen sie? Auf dem Tisch. Situation 3. Regal. Wohin kommt's? An die Wand. Und wo steht es jetzt? An der Wand. Anna, das ist ja fast wie Zauberei. Nur mit 2 Fragen. Wohin? Akkusativ. Wo? Dativ. Und mein Chaos hier wird auch langsam weniger. Genau. Du hast es drauf. Gelernt, ausprobiert und sogar selbst korrigiert. Übrigens, wenn ich mal eine Fliege an die Wand klatsche, das ist doch auch wohin? Akkusativ, oder? Grammatikalisch perfekt. Aber lass die Tierchen lieber leben, okay? Deal. Ach, Anna, eine letzte Sache. Gilt das auch für Präpositionen wie für oder mit? Gute Frage. Nein, die sind einfacher. Hier gibt's keinen Wechsel. Immer Akkusativ. Für, durch, gegen, ohne, um. Immer Dativ. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Die musst du dir einfach fest merken, aber wir finden dafür auch Eselsbrücken. Nächstes Mal. Klingt gut. Danke, Anna. Ich fühle mich jetzt echt wie ein Wechselpräpositionen-Profi. Das bist du. Und jetzt wohlverdiente Pause. Und du da draußen? Schnapp dir irgendwas, frag dich, wohin oder wo? Und üb gleich mit. Du wirst sehen, es klappt.